was bisher geschah. Yay, wir haben es geschafft, den höchsten Punkt für heute. Gibt's manche Leckerei. Das Wetter ist ein bisschen unangenehm, das mögen wir nicht. Die Polizei ist hier gerade angehalten. Keine Ahnung, was die wollten, wir haben die nicht verstanden. Es regnet seit 3 Stunden. Wir bauen das Zelt auf, haben wir jetzt auch gemacht. Da ist Ann-Kathrin und da ist ein Elefantenfelsen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so touristisch hier ist, ey. Jetzt sind wir alleine hier. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Le Havre. Da hinten ist das Meer. Juhu! Eigentlich sind hier Fahrräder verboten, aber pst. Da ist die Einkaufstüte. Wir fahren mit der Familie gleich an den Strand. Wir fühlen uns ein bisschen wie Austauschschüler, oder? Tut das gut? Erfrischend. Hinten sind auch diese Türme, wo Feuer drauf brennt. Da war gerade eine Radreisefamilie mit 2 Kindern auf der Fähre. Mit denen haben wir uns ein bisschen unterhalten. Heute ist mal wieder ordentlich warm. Ich habe gerade mal auf meinen Hygrometer geguckt. 32 Grad. No shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win in life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, when I bring it to the mic, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Lustige Begegnung gerade. Wir haben die Familie, die Radreisefamilie von gestern wieder gesehen. Die hat hier auf einem Parkplatz Pause gemacht. Die haben auch hier in der Nähe geschlafen, gezeltet. Lustig. Und die fahren heute auch nach Honfleur. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Wäre ja lustig. Jetzt aber wirklich. Wir haben uns ein Boot gekauft. Nee, Spaß natürlich. Das steht hier irgendwie eingezäunt auf der Wiese. Warum auch immer. Es steht kein Schild davor. Wir sind jetzt fast in Honfleur und wir haben gerade richtig geile Sicht auf die Pont de Normandie. Echt gigantisch. Also man sieht die LKWs kaum, die da drauf fahren, weil das so ein großes Bauwerk ist. Die ist 2,1 Kilometer lang. Richtig, richtig krass. Wir wollten aber nicht über die Brücke, weil wir da echt Negatives drüber gehört haben. Und auch nicht über die Brücke da hinten, weil das wahrscheinlich ähnlich ist. Deshalb haben wir ein bisschen ausgeholt und sind dann da hinten, Nähe Lillebonne, über die Fähre. Das Internet hat gesagt, Le Havre wurde im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört. 2000 Menschen haben ihr Leben verloren, 30.000 Menschen wurden obdachlos. Und nach dem Krieg wurde die ganze Innenstadt irgendwie von einem einzigen Architekten entworfen. Sehr interessant. So, jetzt kommen wir dem Monstrum ein bisschen näher. Ist schon irgendwie erstaunlich, was Menschen so errichten können. So, wir sind hier noch im Gewerbegebiet, fahren dann aber gleich rüber zu Honfleur, müssen dann einmal über den Fluss hier rüber. Aber da hinten sieht man es schon. Wunderschön mit dem Berg, mit den Häusern und dann das Riesenrad davor. Und dann noch im Vordergrund hier dieses kleine Gewässer mit den ganzen weißen Vögeln.
Übrigens, wir machen nicht nur YouTube-Videos, sondern wir schreiben auch Blogbeiträge. Die findet ihr auf unserer Webseite 2aufrad.de unter dem Punkt Reiseberichte. Da erfahrt ihr noch ein paar mehr Details, die wir in den Videos nicht so rüberbringen konnten. Schaut dort gerne auch einmal vorbei. Wir sind jetzt in Honfleur in der Stadt am Hafen und ja, so sieht's hier aus. Ein Ausflugsschiff. Hier sind so kleine Boote, die sehen irgendwie so zusammengequetscht aus. Da ist das Riesenrad, was wir gesehen haben. Hier sind Fischerboote. So, wir sind jetzt hier in einem Restaurant, wo es ein paar tierfreie Alternativen gibt. Unsere Bowls sind da. Schmeckt's? Ja. Wunderbar. So, das war echt lecker. Der Herr ist noch, also der Kellner ist noch auf unsere Räder aufmerksam geworden. Hat er noch ein paar Fragen gestellt und so, fand das richtig cool. Und dann hat er noch netterweise gefragt, ob er unsere Wasserflaschen auffüllen kann. Das Angebot haben wir gerne angenommen. Jetzt haben wir frisches, kaltes Leitungswasser in unseren Flaschen. Jetzt geht's raus aus der Stadt, war echt wunderschön, aber auch dementsprechend sehr touristisch. Egal, hat sich gelohnt. So, hier haben wir eine wunderschöne Aussicht. Da hinten ist nämlich der Überseehafen von Le Havre. Da sieht man diese ganzen Containerkräne und da sind auch 2, 3 riesige Containerschiffe. Ja, und hier vorne ist der Strand von Honfleur. Ist wohl gerade Ebbe. Ann-Kathrin wollte Strand, jetzt hat sie Strand. Schaut euch das an. Ja. Großer Strand. So ein Riesenstrand. Aber naja, wir werden hier irgendwo jetzt unsere MSR Strandmuschel, also die Außenplane von unserem Zelt aufstellen und dann haben wir ein bisschen Sonnenschutz. Scheiße, unser Zelt fliegt gleich weg. Deshalb werden wir jetzt zum ersten Mal diese beiden Heringe benutzen. Hoffentlich klappt das. So, die Strandmuschel steht. Würden wir jetzt nicht sofort empfehlen, weil sehr, sehr windanfällig. Wir haben jetzt doch die Plane mit untergemacht, weil erstens wegen dem Sand und zweitens hält es vielleicht noch ein bisschen besser als nur die Außenplane. Ja, wir haben noch ein bisschen Angst, dass das abhebt, deshalb hier sind diese Sandheringe, die habe ich ein bisschen mit einem Stein reingekloppt, deshalb sind die oben jetzt ein bisschen demoliert und verbogen. Die sind wohl nicht so hochwertig wie die anderen MSR-Heringe, weil die halten ein bisschen mehr aus anscheinend. Ein Produkt, was wir euch in diesem Video mal vorstellen wollen, sind die Solaranlagen. Ich habe hier eine von Anker, die ist ein bisschen älter. Die hat 21 Watt. Und Ann-Kathrin hat hier auch eine von Anker, die ist ein bisschen neuer. Die hat 30 Watt. Die hat ein Panel mehr. Die sind auch generell ein bisschen größer als meine. Und ja, die hat hier 2 USB-Anschlüsse, genauso wie ich. Ist nur halt eine Nummer besser als meine. Wenn euch das interessiert, schaut unten in die Videobeschreibung. Da haben wir das Ding verlinkt. Das Wasser kommt ein bisschen schneller zurück als gedacht. Fahrräder haben wir jetzt hochgeschoben. Die sind jetzt erstmal safe. Jetzt haben wir erstmal soweit alles, was wir nicht benötigen, zu den Fahrrädern gelegt. Und die Sonne ist weg. Es wird ein bisschen dunkler hier. Ich hoffe nicht, dass das gleich anfängt zu regnen. Ich habe einen wunderschönen Ball gefunden. Der lag stundenlang am Strand, ohne dass ihn jemand vermisst hat. Und jetzt gehört er uns. Bonjour. Wir sind hier immer noch am Strand und wir haben einigermaßen gut geschlafen.
ein wenig nebelig heute. Gestern haben wir da hinten Le Havre noch gesehen. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Naja, wir sind noch alleine hier am Strand. Ist ja erst 7 Uhr. Wir werden jetzt weiter. Natürlich geht es erstmal zum Supermarkt. Wir sind jetzt in Trouville-sur-Mer. Und das ist die Abfahrt. Ein bisschen gefährlich. Aber wir haben ja Bremsen. Helm ab, T-Shirt aus, Berg hochschieben. Hast du doch Bock? Super, sagt sie. Man hat schon mal einen guten Ausblick auf die Stadt Villars-sur-Mer. Und da hinten ist auch schon der Ärmelkanal. Der Berg geht leider noch ein bisschen weiter. Wir sind gerade ungefähr auf der Hälfte. Wir haben hier gerade im Bücherhäuschen, im Boîte à Livres, ein Kinderbuch gefunden. Und damit lernen wir jetzt Französisch. Les zèbres. Les petits Hygienes. Wir haben gerade ein Rentner-Ehepaar getroffen aus Deutschland. Waren Deutsche aus der Nähe von Leipzig. Ja, es war sehr spontan. Also da hinten ist so eine Barriere, wo dann nur Fahrradfahrer zum Fahrradweg durch können. Und ja, wir kamen gerade den Berg hoch, die wollten runter. Und dann haben die irgendwas auf Deutsch gesagt und ich so ganz so reflexartig, unterbewusst, hab dann gesagt, Deutsche, und die so, ja, und dann zack, waren wir irgendwie schnell im Gespräch und haben locker über eine Stunde miteinander gequatscht. Ja. Dives-sur-Mer. Jetzt sind wir in Cabourg. Schaut euch die Häuser an. Na gut, es sind keine sehr alten Häuser, das sind neue Häuser, die so auf alt getrimmt sind, auf Fachwerk vor allem. Nicht so authentisch, also ja, es ist ein bisschen auf Tourismus und Urlaube ausgelegt, also ja, Fake-Fachwerkhäuser und so, also da sind wirklich die Balken raufgemalt auf die Fassade, auf die Außenfassade. Eine ganze Reitergruppe hier. Jetzt gibt's erstmal Essen. Was gibt's denn heute? Es gibt Champignons mit Macaroni und einer Cousine und dazu gibt es dann noch vegane Nuggets. Sonnenuntergang. Ich habe gerade was Lustiges entdeckt. An dieser Speiche ist eine Schnecke. Ich glaube, die ist von letzter Nacht darauf geklettert und ist seitdem auch da dran. Die hatte wohl einen sehr wilden Ritt heute, also dass die noch nicht gekotzt hat. Einen wunderschönen guten Morgen! Wir haben gut geschlafen auf dieser Plane mit den Schlafsäcken. Das war die erste richtige Biwaknacht. Richtig cool. Es war aber ein bisschen hart am Rücken. Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir dann doch nochmal die Isomatte dazwischen. Ja, aber es war recht ruhig. Habt ihr das auch, dass ihr euch am Strand nicht auf Dauer hinlegen und entspannen könnt, sondern euch irgendwie beschäftigen müsst? So geht's mir. Guck mal, was ich gebastelt habe. Erkennt man, was es sein soll? Das ist ein einigermaßen gepacktes Fahrrad und eine Person da drauf. Heute Morgen war das Wasser noch bis ungefähr hier. Und jetzt
ist das Wasser da hinten. Und da ist Ann-Kathrin und da ist die britische Fähre. Um 16:30 Uhr, wir starten dann mal für heute. Yeah! 2000 Kilometer! Yes! 2. August, 17:30 Uhr. Wir haben die 2000 Kilometer geknackt! Ja! Ja, cool! Wir haben hier ein Skelett von einem Baleine, einem Wal. Schon gigantisch, ey. Boah, ey, ich bin so kaputt, ey. Und wir haben heute nicht so viele Kilometer gemacht. Das liegt eigentlich nur an meinem Sonnenbrand und dass wir ja wahrscheinlich doch lieber die Isomatte genommen hätten letzte Nacht. Aber naja, wir sind leider noch nicht am Schlafplatz. Da hinten geht schon die Sonne unter. Aber vielleicht finden wir bald einen. Hoffentlich. Ich habe echt keinen Bock, jetzt noch 10, 20 Kilometer zu fahren. Du etwa? Nee, ich habe Rückenschmerzen irgendwie. Ach. Ja, gut, dann heute mit Isomatte, ne? Auf jeden Fall. Habe ich ja gestern schon gesagt. Sonntag, 4. August, Tag 65. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Wir haben uns vorgenommen, heute unseren Rekord zu knacken bzw. zu überbieten. Unser bisheriger Rekord auf dieser Reise beträgt 68 Kilometer. Komma noch was. So, in den letzten Videos haben wir das mal erwähnt mit den umgedrehten Ortsschildern. Das haben wir hier nochmal. Ann-Kathrins Handyhalterung ist ja schon seit ein paar Tagen kaputt und sie hat sich jetzt eine neue gekauft. Ist jetzt keine hochwertige, aber die sollte erstmal halten. Hier haben wir übrigens einen von diesen SB-Waschautomaten, die manchmal am Carrefour-Supermarkt stehen. Ja. Da kamen eben schon 2 Leute vorbei, die beladen haben. Man hat hier 3 Trommeln, 2 Wäschetrommeln und eine Trocknertrommel. Eine große Wäschetrommel mit bis zu 20 Kilo kostet 12 Euro. 9 Kilo, also die kleine Trommel, kostet 5 Euro und Trocknen bis zu 20 Kilo kostet dann nochmal 3 Euro. So, wir sind hier wieder an so einem Kriegsdenkmal. Es ist ja irgendwie, das D-Days hier. Und ja, da hinten ist so ein alter Bunker. Sieht man jetzt nicht viel. Da sind nochmal ein paar Flaggen. Hier hat man richtig schönen Blick auf die Stadt unten. Und hier ist nochmal so ein Maschinengewehr. Und ganz viel Stacheldraht. Damit auch ja keiner hinten drüber steigt. Das ist ein alter Bunker. Und da ist ein schöner Felsen.
Wir hatten so eine schöne Abfahrt eben. Und jetzt schaut euch an, wie Ann-Kathrin schiebt. Und noch eins. Hört ihr das auch knallen? Ich kann nur vermuten, was es ist. Wissen, ja, weiß ich nicht, ob ich es bald wissen werde. Da hinten kommt's her. Wir vermuten jetzt, dass da irgendwie ein Schießstand ist. Weil da hinten stehen so Partyzelte und wir vermuten, dass da oben einfach so ein Schießstand ist für Leute, die Waffen besitzen. Wir kommen gut voran. Wir haben jetzt schon 56 Kilometer hinter uns und wir haben es jetzt fast 3:30. Und wir haben ja noch ein paar Stunden Zeit zu fahren und ein bisschen Pause können wir uns auch noch gönnen. So, ich habe jetzt noch mal 4 Leuten angeschrieben bei Warm Showers in der Hoffnung, dass jetzt jemand antwortet. Nächste Herausforderung. Hier sollen wir jetzt mit den Fahrrädern rüber. Mal gucken, ob es passt. Ja, passt auf jeden Fall. Ist nur sehr eng. Was halten Sie davon? Nicht so toll. Muss man zu zweit das Fahrrad drüber schieben, würde ich sagen. Aber machbar, ne? Ja. Hilfst du jetzt mit? So, ein Fahrrad ist drüben. Jetzt kommt noch der zweite. Wir könnten die auch mal ein bisschen breiter bauen, ne? So, nächster Tag. Ja, gestern haben wir unser Ziel erreicht. Mehr als erreicht. Also unser Tagesrekord aus den Niederlanden, ja, den haben wir mehr als überboten. 68 Kilometer waren das in den Niederlanden und gestern haben wir 85,5 Kilometer gemacht. Juhu! Geil! Ja, dementsprechend waren wir auch ein bisschen K.O. und haben uns schnell schlafen gelegt. Deshalb habe ich, ja, das Berichten gestern vergessen, aber gut, jetzt habe ich es nachgeholt. Heute ist Montag, der 5. August, Tag 66 auf unserer großen Langzeitradreise. Wir haben jetzt abgebaut, jetzt geht's weiter zum Utah Beach. Seitdem wir hier an der Küste langfahren, haben wir auch nicht mehr so das Problem mit Zecken, ne? Ja. Also vor ein paar Tagen hatten wir ja ein mega Problem mit den Zecken. Und seitdem wir hier an der Küste, ja, in der Nähe von Etretat waren. Eigentlich gar nicht mehr, ne? Ja, obwohl wir öfter mal auf Wiesen waren mit hohem Gras oder so, haben wir dann immer natürlich nachgeguckt unten an den Beinen und so. Nichts. Gar nichts. Null. Ja. So, wir sind jetzt am Utah Beach. Ganz schön viele Reiter hier. Ja, ein sehr wichtiger Ort für die Franzosen, weil das war einer von 5 Stränden, wo die Amerikaner gelandet sind. Und dann begann im Zweiten Weltkrieg hier der Kampf gegen die Nazis. Das war quasi ja, der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, hier ist der alte Bunger. Sieht jetzt ein bisschen flach aus von der Seite, aber er hat schon seine Größe. Ich glaube, da können wir mal rein. So, schauen wir hier mal rein. Zum Glück habe ich eine Lampe mit. Hier geht's nicht weiter. Aber hier. Kies. Dann gehe ich mal nach oben. Oh. Hier geht's nicht weiter. Okay.
Jetzt verstehe ich, warum das nicht weiterging. Da war wahrscheinlich dieser Geschützraum, wo dann hier irgendwie ein Gewehr drauf war. Naja, da ist noch ein weiterer Bunker und ich glaube, hier sind noch ein paar weitere, so wie das mit den Hügeln aussieht. Hier ist nochmal so ein Loch, wo dann wahrscheinlich ein Gewehr drauf war. Ich glaube, da hinten gibt es noch viele davon, weil hier gibt es auch noch einige. Und da ist der Strand. Halt sehr lang und breit. Hier war irgendwie ein Event. Das bauen die jetzt schon ab, aber da stehen halt alte Militärfahrzeuge rum. Ja. Und hier stehen wohl dauerhaft so 3 ältere. Da ist ein Panzer, da ist noch irgendwie so ein Panzer und da ist so ein Geländefahrzeug. Da hinten qualmt das schon wieder. Dunkel, schwarz. Hier übrigens nochmal das Schneckenproblem. Überall, wo dieses Dünengras ist, da sind diese Schnecken. Das mit den Treckern sieht man hier übrigens sehr oft. Damit fahren sie ihre Boote ans Wasser und lassen sie ins Wasser. Diese Trecker scheinen wohl sehr ideal zu sein für diesen Sandboden hier. Wir haben hier ein Netto gefunden. Aber ich glaube, das ist nicht den wir aus den deutschen Landen kennen. Das ist doch mal ein schöner Fahrradweg hier. Und da hinten ist das Meer. Ja. Wir haben jetzt übrigens keine Rückmeldung bekommen von den Warm Show Hosts. Ich habe nochmal nachgefragt. Die Sommerferien hier in der Normandie und in der Bretagne gehen bis zum 1. September. Also noch fast einen Monat. Ja, ich glaube, deshalb antworten auch viele gar nicht. Wir sind in Barfleur! Yay! Ja, wir sind fertig mit Barfleur. Nettes kleines Örtchen, aber da ist man auch schnell durch. Ja, ist echt gerade ein bisschen schwierig, was Gutes zu finden, weil die Sonne steht hoch am Himmel. Es gibt echt wenig Schattenplatz. Und ja, hier an den Straßenrändern gibt es auch wenig kleine Wiesen oder so. Das ist echt sehr nah an den Straßen bebaut. Alles hier, so wie hier. Aber naja, wir haben jetzt einen Plan B gefunden. Wir werden jetzt hier vor dem Friedhof die Treppe nutzen. Da können die Leute ein und aus und hier werden wir uns hinsetzen. Hauptsache, wir kriegen was zu futtern. Leute, warum liegt hier Salz auf dem Friedhof? Ich hab's gerade probiert. Das ist Salz. 100 Pro. Warum? Ja, wir haben aufgegessen. Hat richtig, richtig lecker geschmeckt. Wow. Also Ann-Kathrin kann echt gut kochen und das vegane Hack war mega. Ja. In der Zeit hat mein Handy geladen. Ich habe es nämlich direkt an die Solaranlage angeschlossen. Bei praller Sonne. Und gute Leistung. Also, wie lange saßen wir da jetzt? Eine Stunde? Anderthalb? Maximal 1,5 Stunden. Ja, und das Handy wurde 20% aufgeladen. Und das nur bei so einer kleinen 21 Watt Solaranlage. Nicht schlecht. Funktioniert aber nur, wenn man es in die pralle Sonne stellt. Ah, hier der Ball. Der ist immer noch dabei. Haben wir bis jetzt nicht mitgespielt. Willkommen auf YouTube. Hallo.
Wir wollten mal wieder eine Abkürzung nehmen. Und schaut euch mal an, wo wir jetzt gelandet sind. Bäh. Und da hinten wird's nicht besser. Das geht ja so weiter. Das heißt, dass wir gleich die ganzen Räder voller Schlamm haben werden. Außer wir kehren um. Und das werden wir jetzt machen. Wir kehren wieder um. Kannst du mir erstmal helfen beim Wenden? Auch, ja, ich helfe dir beim Wenden. Und dann fahren wir den ganzen Weg wieder zurück. Zum Glück war das nicht weit. Das waren, weiß nicht, 200-300 Meter. Ja, Schuh ist auch schon ein bisschen dreckig. Räder haben auch schon ein bisschen was mitgenommen. Und Ann-Kathrin hat sogar was verloren. Das müssen wir jetzt erstmal aufsammeln. Das ist der Nachteil, wenn man den Müll außen an die Fahrradtaschen hängt. Wenn dann irgendwie so ein Pieksebusch kommt, dann zack, ist der Müll weg. So kann man den auch entsorgen, ist aber nicht wirklich cool. Ja. So kann man den Müll auch entsorgen, ist aber nicht wirklich cool. So, kurze Rückmeldung. Wir haben jetzt was Passendes gefunden. Das Zelt steht. Jetzt wird die Isomatte aufgeschlagen und dann geht's in die Haie. Gute Nacht, bonne nuit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und hier unten findet ihr weitere Videos von uns.